Lektion 1. Warst du schon im nahegelegenen Park? Warst du im nahegelegenen Park? Nein, noch nicht. Ist es wunderschön? Ich habe gehört, dass es atemberaubend ist, mit üppigem Grün und bunten Blumen. Das klingt wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, seine Schönheit zu besuchen und zu erleben. Ich habe ein paar Bilder gesehen und es sieht aus wie eine friedliche Oase. Das ist genau das, was ich brauche, einen ruhigen Ort zum Entspannen und Erholen. Ich habe gehört, dass es im Park einen See gibt. Stellen Sie sich die ruhige Aussicht vor. Oh, das ist noch verlockender. Wir könnten ein Picknick am See machen. Es wäre wunderbar, einen sonnigen Nachmittag inmitten der Natur zu verbringen. Absolut. Wir könnten einen gemütlichen Spaziergang machen und die friedliche Atmosphäre genießen. Lassen Sie uns planen, bald dorthin zu fahren und die natürliche Schönheit zu genießen. Ich bin voll dabei. Es ist Zeit, die Wunder des nahegelegenen Parks zu entdecken. Ich kann es kaum erwarten, es mit dir zu erkunden, Anna. Es wird unglaublich sein. Lektion 2. Kannst du irgendwelche Touristenattraktionen empfehlen? Nun, können Sie irgendwelche Touristenattraktionen empfehlen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind? Klar. Wie wäre es mit einem Besuch des örtlichen Museums in der Innenstadt? Das klingt interessant. Was können wir dort erwarten? Das Museum verfügt über eine Sammlung von Kunst, historischen Artefakten und interaktiven Exponaten. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, etwas über die lokale Kultur und Geschichte zu erfahren. Absolut. Eine weitere Option ist der wunderschöne Park in der Nähe des Stadtzentrums. Oh, ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Welche Aktivitäten gibt es dort? Sie können gemütlich spazieren gehen, ein Picknick machen oder sogar ein Fahrrad mieten, um den Park zu erkunden. Das klingt nach einer perfekten Möglichkeit, sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Definitiv. Schließlich gibt es einen beliebten Aussichtspunkt, der einen atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt bietet. Oh, ich bin immer bereit für atemberaubende Ausblicke. Wie können wir dahin kommen? Sie können einen Bus nehmen und dann eine kurze Wanderung machen, um den Aussichtspunkt zu erreichen. Das klingt machbar. Ich freue mich, die Stadt von einem solchen Standpunkt aus zu sehen. Ich freue mich, dass du Interesse hast. Diese Attraktionen sollten Ihnen ein unvergessliches Erlebnis bieten. Danke für die Empfehlungen, Anna. Ich kann es kaum erwarten, sie zu erkunden. Du bist willkommen, John. Viel Spaß beim Erkunden der Stadt. Lektion 3. Wir sollten über unsere Kampagne sprechen. Hallo Anna. Wir sollten über unsere Kampagne sprechen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass sie junge Berufstätige erreichen sollte. Das ist interessant. Wie können wir die Kampagne so gestalten, dass sie anspricht? Wir können uns darauf konzentrieren, die Vorteile unseres Produkts für ihr Karrierewachstum aufzuzeigen. Gute Idee. Wir sollten hervorheben, wie unser Produkt ihr Berufsleben verbessern kann. Genau. Wir können auch Social-Media-Plattformen nutzen, die bei jungen Berufstätigen beliebt sind. Das ist eine großartige Möglichkeit, ein breiteres Publikum zu erreichen. Welche anderen Strategien können wir verwenden? Wir können mit Influencern zusammenarbeiten, die unter jungen Berufstätigen eine starke Fangemeinde haben. Ausgezeichneter Vorschlag. Ihre Unterstützung kann den Erfolg unserer Kampagne stark beeinflussen. Darüber hinaus können wir spezielle Rabatte oder Anreize exklusiv für Berufseinsteiger anbieten. Das ist eine clevere Art, ein Gefühl von Exklusivität zu erzeugen und ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Einverstanden.
Wir sollten uns auch darauf konzentrieren, ansprechende und visuell ansprechende Inhalte zu erstellen. Absolut. Auffällige Bilder und präzise Botschaften werden Ihr Interesse wecken. Und vergessen wir nicht die Macht der Zeugnisse zufriedener junger professioneller Kunden. Stimmt. Positive Bewertungen und Erfolgsgeschichten schaffen Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Insgesamt wird unsere Kampagne durch die effektive Ausrichtung auf junge Berufstätige eine höhere Erfolgschance haben. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Strategien bei Ihnen Anklang finden werden. Lass uns anfangen. Definitiv. Lassen Sie uns diese Ideen umsetzen und den Fortschritt der Kampagne überwachen. Klingt nach einem Plan. Gemeinsam können wir diese Kampagne zu einem großen Erfolg machen. Lektion 4. Wir könnten während unserer Reise zu viel für Unterkünfte ausgeben. Ich mache mir Sorgen, dass wir während unserer Reise zu viel für Unterkünfte ausgeben könnten. Ich verstehe. Hast du dir die Preise der Unterkünfte angesehen? Ja, ich habe online gesurft, und die meisten von ihnen scheinen preiswert zu sein. Das ist gut zu wissen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Erschwinglichkeit zu finden. Absolut. Ich möchte bei der Qualität keine Kompromisse eingehen, aber ich möchte auch unser Budget einhalten. Ich stimme zu. Wir können nach Unterkünften suchen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Vielleicht können wir erwägen, ein Zimmer in einer Pension oder ein Bed und Breakfast zu buchen. Das ist eine tolle Idee. Solche Unterkünfte bieten oft ein gemütliches und budgetfreundliches Erlebnis. Es wäre schön, auch lokale Unternehmen zu unterstützen. Definitiv. Wir können auch nach laufenden Aktionen oder Rabatten suchen. Ja, wenn wir nach Angeboten Ausschau halten, können wir etwas Geld sparen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, etwas außerhalb des Stadtzentrums zu übernachten, wo die Preise möglicherweise niedriger sind. Das ist eine Überlegung wert, insbesondere wenn die öffentlichen Verkehrsmittel leicht zugänglich sind. Genau. Wir können die Vor- und Nachteile jeder Option abwägen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Einverstanden. Wenn wir unsere Übernachtungskosten berücksichtigen, können wir insgesamt eine budgetfreundlichere Reise planen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Lassen Sie uns eine komfortable und erschwingliche Unterkunft finden. Klingt nach einem Plan. Gemeinsam können wir kluge Entscheidungen treffen und unsere Reise genießen, ohne zu viel auszugeben. Lektion 5. Wie hoch ist Ihr Budget? Großartig! Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wie hoch ist Ihr Budget? Ich habe ein moderates Budget im Sinn. Ich möchte ein Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und Qualität finden. Das klingt vernünftig. Wir können etwas in diesem Bereich finden. Wie steht's mit dir? Wie hoch ist Ihr Budget? Ich habe ein etwas höheres Budget, bin aber auch offen dafür, kostengünstige Optionen in Betracht zu ziehen. Das ist gut zu wissen. Wir können innerhalb unserer kombinierten Budgets eine Vielzahl von Optionen prüfen. Genau. Es ist wichtig, Unterkünfte zu finden, die unseren finanziellen Bedürfnissen entsprechen. Einverstanden. Wenn wir unsere Budgets berücksichtigen, können wir eine fundierte Entscheidung treffen. Wir können auch nach verfügbaren Sonderangeboten oder Rabatten suchen. Ja, wenn wir auf Werbeaktionen achten, können wir etwas Geld sparen. Darüber hinaus können wir erwägen, die Unterkunft zu teilen, um die Kosten zu teilen. Das ist eine kluge Idee. Eine Aufteilung der Ausgaben wäre für uns beide von Vorteil. Definitiv. Wir können verschiedene Arten von Unterkünften erkunden, die unserem Budget entsprechen.
Lassen Sie uns eine Liste potenzieller Optionen erstellen und diese anhand von Preis und Ausstattung vergleichen. Klingt nach einem Plan. Mit unseren Budgets im Hinterkopf können wir die perfekte Unterkunft finden. Ich freue mich, eine großartige Unterkunft innerhalb unseres Budgets zu finden. Lass uns anfangen zu recherchieren. Einverstanden. Wir finden die perfekte Balance zwischen Erschwinglichkeit und Komfort. Lektion 6. Ich habe immer Probleme, Zeit dafür zu finden. Ich habe allerdings immer Probleme, Zeit dafür zu finden. Irgendwelche Vorschläge? Ich verstehe. Zeit zu finden kann schwierig sein. Haben Sie versucht, einen Zeitplan festzulegen? Ich war bei der Terminplanung nicht konsistent. Wie kann ich dafür sorgen, dass es funktioniert? Identifizieren Sie zunächst die Freizeit in Ihrem Tagesablauf. Das ist ein gutes Argument. Ich notiere mir, wann ich Ausfallzeiten habe. Weisen Sie dann bestimmte Zeitfenster für die Aktivität zu, die Sie priorisieren möchten. Also sollte ich die dafür vorgesehene Zeit in meinem Zeitplan einplanen? Ja, betrachte es als einen wichtigen Termin mit dir selbst. Das ergibt Sinn. Es ist, als würde man sich verpflichten, dieser Aktivität Priorität einzuräumen. Genau. Erwägen Sie auch, es in kleinere, überschaubare Teile zu zerlegen. Auf diese Weise wird es sich nicht überwältigend anfühlen und es wird praktikabler sein, in meinen Tag zu passen. Absolut. Und denken Sie daran, es ist in Ordnung, mit kürzeren Laufzeiten zu beginnen und diese schrittweise zu erhöhen. Das nimmt etwas Druck ab. Ich kann meine Beständigkeit im Laufe der Zeit aufbauen. Finden Sie außerdem Möglichkeiten, die Aktivität in Ihre bestehende Routine zu integrieren. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kann ich es mit etwas kombinieren, das ich schon regelmäßig mache. Ja, so wird es einfacher, es sich zur Gewohnheit zu machen. Ich schätze diese Vorschläge, Anna. Ich werde sie ausprobieren und sehen, wie es funktioniert. Du bist willkommen, John. Ich glaube, mit diesen Strategien wird es leichter sein, die Zeit zu finden. Ich fühle mich motiviert. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Anleitung. Jederzeit, John. Ich bin hier, um Sie dabei zu unterstützen, Zeit für das zu finden, was Ihnen wichtig ist. Lektion 7. Haben Sie Ihren Reisepass und Ihr Visum bereit? Haben Sie Ihren Reisepass und Ihr Visum bereit? Ja, ich habe dafür gesorgt, dass ich meinen Reisepass rechtzeitig erneuert habe. Gut gedacht. Ich muss überprüfen, ob mein Reisepass noch gültig ist. Stellen Sie sicher, dass Sie es bald tun. Wir wollen keine Überraschungen in letzter Minute. Absolut. Ich werde es überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Und was ist mit deinem Visum? Haben Sie sich die Anforderungen angesehen? Noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Visum für unser Reiseziel benötige. Es ist wichtig, das herauszufinden. Lassen Sie uns gemeinsam die Visabestimmungen untersuchen. Das klingt nach einem Plan. Ich sammle alle notwendigen Informationen. Je nach Reiseziel müssen wir möglicherweise im Voraus ein Visum beantragen. Ich werde mir bei Bedarf eine Notiz machen, um den Visumantragsprozess zu starten. Vergessen Sie nicht, die Bearbeitungszeit und alle erforderlichen Belege zu überprüfen. Ich werde sicherstellen, dass ich alle notwendigen Dokumente im Voraus zusammenstelle. Großartig! Wenn wir mit unseren Pässen und Visa vorbereitet sind, können wir beruhigt sein. In der Tat. Dies ist ein wichtiger Schritt, um eine reibungslose Reise zu gewährleisten. Sobald wir den ganzen Papierkram erledigt haben, können wir uns darauf konzentrieren, unsere Reise zu genießen. Ich freue mich darauf.
Danke, dass du mich an den Reisepass und das Visum erinnert hast. Du bist willkommen, John. Bleiben wir organisiert und bereiten wir alles für unser Abenteuer vor. Lektion 8. Hast du schon angefangen, nach einer Wohnung zu suchen? Hast du schon angefangen, nach einer Wohnung zu suchen? Ja, ich habe gerade angefangen. Es ist ziemlich aufregend. Das ist großartig. Gibt es einen bestimmten Bereich, an dem Sie interessiert sind? Ich denke über ein paar Stadtteile in der Nähe meines Arbeitsplatzes nach. Gute Idee. Wie wäre es mit der Größe der Wohnung? Suchen Sie etwas Großzügiges? Ich bevorzuge einen gemütlichen Ort, nichts zu Großes. Verständlich. Und was ist mit dem Budget? Hast du ein Limit gesetzt? Ja, ich habe ein Budget im Kopf. Ich möchte nicht zu viel ausgeben. Das ist klug. Es ist wichtig, finanziell verantwortlich zu sein. Absolut. Ich möchte einen Ort finden, der meinen Bedürfnissen entspricht, ohne das Budget zu sprengen. Ich stimme voll und ganz zu. Nehmen Sie sich Zeit und erkunden Sie verschiedene Optionen. Sie werden die perfekte Wohnung finden. Danke. Ich werde weiter suchen und hoffentlich bald mein ideales Zuhause finden. Viel Glück bei Ihrer Wohnungssuche. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe benötigen. Danke, John. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Lektion 9. Wie wäre es, von hier aus ein Taxi zu nehmen? Wie wäre es, von hier aus ein Taxi zu nehmen? Das klingt nach einer guten Idee, John. Das würde uns davor bewahren, den ganzen Weg zur Hauptstraße zu laufen. Genau, Anna. Es ist bequemer, besonders wenn wir schwere Taschen haben oder wenn das Wetter nicht günstig ist. Einverstanden. Suchen wir nach einem Taxistand oder einem Ort in der Nähe, an dem Taxis normalerweise Passagiere abholen. Ich sehe da drüben einen, Anna. Gehen wir in diese Richtung. Großartig, John. Wir können dort warten und ein Taxi rufen, wenn eines eintrifft. Es sollte nicht zu lange dauern, wenn man bedenkt, dass wir uns in einer belebten Gegend befinden. Hoffentlich stehen Taxis zur Verfügung. Wenn nicht, können wir andere Transportmöglichkeiten in Betracht ziehen. Das stimmt, Anna. Bei Bedarf können wir Mitfahrdienste oder öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch nehmen. Halten wir Ausschau nach herannahenden Taxis, während wir warten. Definitiv, Anna. Wir wollen keinen verpassen, falls er verfügbar ist. Oh, sieh mal. Ich sehe ein Taxi kommen. Winken wir mit den Händen, um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu erregen. Perfektes Timing, Anna. Sorgen wir dafür, dass der Fahrer uns sieht und anhält. Das Taxi hält an. Lass uns schnell einsteigen. Nach dir, Anna. Ich folge dir ins Taxi. Danke, John. Geben wir dem Fahrer unser Ziel und genießen Sie eine komfortable Fahrt. Einverstanden, Anna. Jetzt können wir uns entspannen und uns vom Taxi dorthin bringen lassen, wo wir hin müssen. Lektion 10. Körperliche Aktivität während des Tages kann einen echten Unterschied machen. Anna, körperliche Aktivität während des Tages kann einen echten Unterschied machen. Du hast recht, John. Ich sollte die Auswirkungen, die es auf unser Wohlbefinden haben kann, nicht unterschätzen. Absolut. Es steigert die Energie, verbessert die Stimmung und hilft, ein gesundes Gewicht zu halten. Ich stimme zu. Wir sollten Aktivitäten finden, die uns Spaß machen, und sie zu einem festen Bestandteil unseres Tages machen. Kleine Schritte wie Gehen,
Treppensteigen oder Dehnen können sich summieren. Definitiv. Jedes bisschen zählt, und wir sollten uns nicht fertig machen, wenn wir keine intensiven Trainingseinheiten machen können. Du hast recht, Anna. Wir sollten uns nicht schuldig fühlen. Es geht darum, eine ausgewogene Perspektive zu haben. Danke, dass du mich daran erinnert hast, John. Ich werde mich darauf konzentrieren, was für mich und meinen Lebensstil Das funktioniert. ist ein gesunder Ansatz, Anna. Finden Sie Freude an körperlicher Aktivität und pflegen Sie eine nachhaltige Routine. Das werde ich, John. Es geht darum, das Wohlbefinden zu verbessern, nicht Druck oder Schuldgefühle auf uns selbst auszuüben. Genau, Anna. Kleine Schritte führen zu positiven Veränderungen. Pass auf dich auf und genieße den Prozess. Lektion 11. Unsere Online-Präsenz wird heutzutage immer wichtiger. Das klingt interessant, Anna. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe festgestellt, dass unsere Online-Präsenz heutzutage immer wichtiger geworden ist. Du hast recht, Anna. Mit dem Aufkommen von sozialen Medien und digitalen Plattformen ist es wichtig, unser Online-Image zu verwalten. Genau. Unsere Online-Präsenz kann unser Privat- und Berufsleben auf verschiedene Weise beeinflussen. Das ist wahr. Dies kann sich auf Beschäftigungsmöglichkeiten, Netzwerke und sogar persönliche Beziehungen auswirken. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir unsere Online-Präsenz zu unserem Vorteil nutzen können. Das ist eine großartige Idee, Anna. Es ist wichtig, ein positives und authentisches Online-Image zu kuratieren. Ich glaube, wir sollten ein Gleichgewicht zwischen dem Teilen unserer Erfolge und der Wahrung der Privatsphäre anstreben. Absolut. Es kann einen Unterschied machen, sich bewusst zu sein, was wir posten, und positiv mit anderen umzugehen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, über die Datenschutzeinstellungen auf dem Laufenden zu bleiben und vorsichtig zu sein, was wir teilen. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Der Schutz unserer persönlichen Daten ist im digitalen Zeitalter von entscheidender Bedeutung. Indem wir uns unserer Online-Präsenz bewusst sind, können wir uns ein starkes und professionelles Image aufbauen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, aber mit dem richtigen Ansatz können wir dafür sorgen, dass unsere Online-Präsenz für uns funktioniert. Das ist das Ziel, John. Lassen Sie uns die Macht des Internets nutzen, um einen positiven Einfluss auf unser Leben zu haben. Ich bin damit einverstanden, Anna. Lassen Sie uns unsere Online-Präsenz bewusst gestalten und dafür sorgen, dass sie zu unseren Gunsten funktioniert. Lektion 12. Ich habe dieses neue Café in der Stadt gefunden. Anna, ich habe dieses neue Café in der Stadt gefunden. Das Ambiente ist perfekt und der Kaffee ist fantastisch. Das klingt großartig, John. Ist es auch am Wochenende geöffnet? Nein, ich fürchte, es ist nur von Montag bis Freitag geöffnet. Es ist ein Café an Wochentagen. Oh, das ist eine Schande. Ich hatte gehofft, es an den Wochenenden besuchen zu können. Ich verstehe, Anna. Wir können dort immer noch einen Ausflug unter der Woche planen. Es wird eine nette Abwechslung von unserer Routine sein. Du hast recht, John. Es könnte eine erfrischende Abwechslung sein, unseren Tag vor der Arbeit im Café zu beginnen. Absolut. Wir können eine köstliche Tasse Kaffee genießen und unseren Morgen positiv beginnen. Ich freue mich darauf, John. Machen wir Pläne, das Café nächste Woche zu besuchen. Klingt nach einem Plan, Anna. Wir werden an Wochentagen ein Kaffeeabenteuer erleben und das Erlebnis genießen. Es ist immer aufregend, neue Orte zu entdecken und unvergessliche Momente zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht, Anna. Es sind die kleinen Dinge wie diese, die das Leben angenehmer und lebendiger machen.
Lektion 13. Mir ist aufgefallen, dass Sie mit zeitaufwendigen Besprechungen sehr gut umgehen. Anna, mir ist aufgefallen, dass du sehr gut mit zeitaufwendigen Besprechungen umgehst. Wie machst du das? Nun, John, ich versuche, klare Ziele zu setzen, bevor das Treffen beginnt. Das ist ein kluger Ansatz, Anna. Das hilft, die Diskussion zielgerichtet und produktiv zu halten. Genau. Eine klare Agenda und konkrete Ziele können verhindern, dass Besprechungen zu lang werden. Mir ist auch aufgefallen, dass Sie ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder wohlfühlt, wenn er seine Ideen teilt. Ja, John. Durch die Förderung offener Kommunikation und aktiver Teilnahme können die Treffen effizienter werden. Es ist beeindruckend, wie Sie es schaffen, alle zu engagieren und auf Kurs zu halten. Danke, John. Ich glaube an die Schaffung einer kooperativen Atmosphäre, in der jeder Beitrag geschätzt wird. Das ist eine tolle Einstellung, Anna. Das fördert Kreativität und effektive Entscheidungsfindung. Ich habe auch gelernt, auf die Zeit zu achten und das Gespräch behutsam zum Hauptthema zurückzulenken, wenn es vom Kurs abkommt. Das ist eine wertvolle Fähigkeit, Anna. Das hilft, unnötige Zwischenfälle zu vermeiden und sorgt dafür, dass das Meeting konzentriert bleibt. Insgesamt geht es darum, organisiert und vorbereitet zu sein und die Zeit aller zu respektieren. Das sehe ich, Anna. Ihr Ansatz bei der Durchführung von Besprechungen ist lobenswert und führt zu positiven Ergebnissen. Danke, John. Ich glaube, dass effiziente Besprechungen zu einem produktiveren Arbeitsumfeld beitragen. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Ihre Strategien sind inspirierend, und ich werde sie auf jeden Fall in meinen eigenen Treffen anwenden. Ich freue mich, das zu hören, John. Ich bin mir sicher, dass Sie Ihre Besprechungen mit großer Effizienz und Effektivität abwickeln werden. Danke für dein Vertrauen, Anna. Lassen Sie uns weiterhin voneinander lernen und erfolgreiche Kooperationen schaffen. Lektion 14. Ich habe versucht, produktiver zu sein und Prokrastination zu vermeiden. Anna, ich habe versucht, produktiver zu sein und Prokrastination zu vermeiden. Hast du irgendwelche Tipps? Definitiv, John. Eine Strategie, die ich hilfreich finde, besteht darin, Aufgaben in kleinere, überschaubare Schritte aufzuteilen. Das klingt praktisch, Anna. Das kann dazu führen, dass sich große Aufgaben weniger überwältigend anfühlen. Genau. Wenn Sie sich auf einen kleinen Schritt nach dem anderen konzentrieren, ist es einfacher, loszulegen und motiviert zu bleiben. Ich sehe den Wert dieses Ansatzes. Es hilft zu verhindern, dass sich Prokrastination einschleicht. Ein weiterer Tipp ist, für jeden Schritt bestimmte Fristen festzulegen, um mich selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Das ergibt Sinn, Anna. Termine können ein Gefühl der Dringlichkeit vermitteln und uns helfen, auf Kurs zu bleiben. Außerdem versuche ich, Ablenkungen bei der Arbeit an einer Aufgabe so weit wie möglich zu vermeiden. Ablenkungen zu minimieren ist entscheidend, Anna. Es ermöglicht uns, den Fokus zu behalten und effizienter zu arbeiten. Ich finde es auch hilfreich, zwischen den Aufgaben kurze Pausen einzulegen, um neue Energie zu tanken und Burnout zu vermeiden. Pausen sind wichtig für die Produktivität, Anna. Es hilft uns, unsere Energie und geistige Klarheit zu bewahren. Schließlich priorisiere ich Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit, was mir hilft, organisiert zu bleiben. Priorisierung ist der Schlüssel, Anna. Es stellt sicher, dass wir die kritischsten Aufgaben zuerst angehen. Absolut, John. Durch die Umsetzung dieser Strategien war ich in der Lage, Prokrastination zu überwinden und mehr zu erreichen. Deine Tipps sind wertvoll, Anna. Ich werde sie in meine Routine integrieren und daran arbeiten,
produktiver zu sein. Ich freue mich, das zu hören, John. Gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen und das Beste aus unserer Zeit machen. Definitiv, Anna. Unterstützen wir uns gegenseitig auf unserem Weg zu Produktivität und Erfolg. Lektion 15. Gab es in letzter Zeit irgendwelche Entwicklungen im medizinischen Bereich? Anna, gab es in letzter Zeit irgendwelche Entwicklungen im medizinischen Bereich? Ja, John. In verschiedenen Bereichen der Medizin wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Das ist faszinierend, Anna. Kannst du mir ein paar Beispiele nennen? Klar. Eine bemerkenswerte Entwicklung sind die Fortschritte in der personalisierten Medizin und genetischen Therapien. Personalisierte Medizin klingt vielversprechend. Wie funktioniert sie? Es beinhaltet die Anpassung der medizinischen Behandlungen an die spezifische genetische Ausstattung und die Eigenschaften einer Person. Das ist unglaublich. Das könnte die Art und Weise, wie wir das Gesundheitswesen angehen, revolutionieren. Absolut. Es hat das Potenzial, die Behandlungsergebnisse zu verbessern und Nebenwirkungen zu minimieren. Was ist mit anderen Bereichen der Medizin? Irgendwelche nennenswerten Fortschritte? Ein weiterer Fortschrittsbereich liegt im Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens. Wie trägt KI zur Medizin bei? KI kann riesige Mengen an medizinischen Daten analysieren und bei der Diagnose, Vorhersage und Behandlungsplanung helfen. Das ist beeindruckend. Das könnte die Genauigkeit und Effizienz medizinischer Eingriffe verbessern. Definitiv. KI hat das Potenzial, medizinisches Fachpersonal zu unterstützen und die Patientenversorgung zu verbessern. Gibt es noch andere Entwicklungen, die du erwähnen möchtest, Anna? Ein weiterer bedeutender Fortschritt ist auf dem Gebiet der regenerativen Medizin und der Gewebetechnik zu verzeichnen. Das klingt faszinierend. Wie funktioniert es? Wissenschaftler machen Fortschritte beim Züchten von Geweben und Organen im Labor für Transplantationszwecke. Das ist bemerkenswert. Es könnte möglicherweise dem Mangel an Spenderorganen entgegenwirken. Ja, es bietet Hoffnung für Patienten, die Organtransplantationen benötigen, und könnte das Gebiet revolutionieren. Danke, dass du diese aufregenden Entwicklungen mit uns geteilt hast, Anna. Die Zukunft der Medizin sieht vielversprechend aus. Du bist willkommen, John. Es ist in der Tat eine aufregende Zeit und ich freue mich auf weitere Fortschritte im medizinischen Bereich. Ebenso, Anna. Bleiben wir auf dem Laufenden und lernen wir weiter über diese bemerkenswerten Durchbrüche. Lektion 16. Benötige ich spezielle Dokumente für den Check-in? Anna, ich plane eine Reise. Benötige ich spezielle Dokumente für den Check-in? Ja, John. Für den Check-in ist an den meisten Orten ein gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich. Das ergibt Sinn. Ich werde sicherstellen, dass ich meinen Reisepass mitbringe. Das ist eine gute Idee, John. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein und die notwendigen Dokumente zur Hand zu haben. Ich stimme zu, Anna. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Reiseprozesses, einen ordnungsgemäßen Ausweis zu haben. Absolut. Es sorgt für einen reibungslosen Check-in und die Einhaltung der Vorschriften. Ich werde vor der Reise die Gültigkeit meines Reisepasses überprüfen, um Probleme zu vermeiden. Das ist ein kluger Schachzug, John. Es ist wichtig, einen gültigen Reisepass zu haben, um in ein anderes Land einzureisen. Ich mache auch eine Fotokopie meines Reisepasses, nur für alle Fälle. Das ist eine gute Vorsichtsmaßnahme, John. Das kann sich in unerwarteten Situationen als nützlich erweisen.
Ich werde die Fotokopie aus Sicherheitsgründen an einem von meinem Reisepass getrennten Ort aufbewahren. Das ist eine kluge Entscheidung, John. Es ist wichtig, dass wir unsere Reisedokumente sicher und geschützt aufbewahren. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Anna. Es ist wichtig, alle notwendigen Dokumente für eine problemlose Reise zu haben. Du bist willkommen, John. Ich wünsche Ihnen eine fantastische und reibungslose Reise. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Ich sorge dafür, dass alles für ein sorgenfreies Reiseerlebnis vorbereitet ist. Lektion 17. Ich habe versucht, eine Trainingsroutine zu etablieren. Anna, ich habe versucht, eine Trainingsroutine zu etablieren. Irgendwelche Vorschläge, wo ich anfangen soll? Nun, John, ein guter Anfang ist es, einige Cardio-Übungen in Ihre Routine zu integrieren. Das klingt nach einem Plan, Anna. Welche Art von Cardioübungen empfehlen Sie? Ich schlage vor, mit einem 10-minütigen Joggen oder einem flotten Spaziergang zu beginnen, um Ihre Herzfrequenz zu erhöhen und Ihre Muskeln Das klingt aufzuwärmen. machbar. Es ist eine großartige Möglichkeit, das Blut zum Fließen zu bringen und sich auf das Training vorzubereiten. Ja, es hilft auch, Ihre allgemeine Ausdauer und Ausdauer zu erhöhen. Sollte ich nach dem Joggen zum Gewichtheben übergehen? Ja, Gewichtheben ist eine hervorragende Möglichkeit, Kraft aufzubauen und Ihre Muskeln zu straffen. Wie sollte ich als Anfänger Gewichtheben angehen? Beginne mit leichteren Gewichten und konzentriere dich auf die richtige Form und Technik. Erhöhen Sie das Gewicht schrittweise, wenn Sie sich wohler und selbstbewusster fühlen. Das ergibt Sinn. Ich werde darauf achten, der richtigen Form Priorität einzuräumen, um Verletzungen vorzubeugen. Das ist wichtig, John. Es ist besser, leichtere Gewichte mit der richtigen Form zu heben, als schwere Gewichte mit schlechter Form zu heben. Ich werde das im Hinterkopf behalten, Anna. Beständigkeit und schrittweiser Fortschritt scheinen der Schlüssel zu sein. Absolut, John. Konsequenz ist entscheidend, um Fortschritte zu sehen und die Vorteile Ihres Trainings zu nutzen. Danke für den Rat, Anna. Ich werde 10-minütiges Joggen und Gewichtheben in meine Routine einbauen. Du bist willkommen, John. Ich bin mir sicher, dass Sie die Vorteile regelmäßiger Bewegung genießen und sich großartig fühlen werden. Ich freue mich darauf, diese Fitnessreise zu beginnen, Anna. Auf eine gesündere und stärkere Zukunft. Lektion 18. Kennst du dort gute Hotels? Anna, ich plane eine Reise nach London. Kennst du dort gute Hotels? Ja, John. Ich empfehle das Hilton in der Nähe des Stadtzentrums. Das klingt nach einer günstigen Lage, Anna. Was macht es zu einer guten Wahl? Das Hilton ist bekannt für seine komfortablen Zimmer, seinen exzellenten Service und seine praktischen Annehmlichkeiten. Das ist genau das, wonach ich suche. Ich möchte einen komfortablen und angenehmen Aufenthalt. Das Hilton bietet auch eine Vielzahl von gastronomischen Einrichtungen und verfügt über ein Fitnesscenter und einen Wellnessbereich. Das ist toll zu hören. Es ist immer schön, Annehmlichkeiten im Hotel zur Verfügung zu haben. Absolut, John. Es erhöht den allgemeinen Komfort und verbessert das Gästeerlebnis. Befindet sich das Hilton in der Nähe beliebter Sehenswürdigkeiten in London? Ja, es liegt in der Nähe vieler berühmter Sehenswürdigkeiten und Attraktionen und ist somit ein idealer Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. Das ist perfekt. Ich möchte das Beste aus meiner Zeit in London machen und so viele Orte wie möglich besuchen. Ein Aufenthalt im Hilton wird es Ihnen auf jeden Fall leichter machen, sich fortzubewegen und zu erkunden, John. Danke für die Empfehlung, Anna.
Ich werde mir überlegen, ein Zimmer im Hilton für meine Reise zu buchen. Du bist willkommen, John. Ich bin mir sicher, dass Sie einen wundervollen Aufenthalt haben und Ihre Zeit in London genießen Ich werden. weiß deine Hilfe zu schätzen, Anna. Ich freue mich auf eine tolle Reise und einen angenehmen Aufenthalt im Hilton. Lektion 19. Hast du in einem Hotel übernachtet oder eine Unterkunft gemietet? Anna, ich war vor kurzem im Urlaub. Hast du in einem Hotel übernachtet oder eine Unterkunft gemietet? Diesmal war es ein bisschen anders, John. Ich beschloss, eine Unterkunft zu mieten, anstatt in einem Hotel zu übernachten. Das ist interessant, Anna. Warum hast du dich stattdessen für einen Mietwagen entschieden? Das Mieten einer Unterkunft gab mir ein heimeligeres Gefühl und die Freiheit, meine eigenen Mahlzeiten zuzubereiten. Ich kann mir vorstellen, wie reizvoll das wäre, Anna. Es bietet ein anderes Erlebnis als ein Aufenthalt in einem Hotel. Ja, ich konnte so in die lokale Kultur eintauchen und mich wie ein vorübergehender Anwohner fühlen. War es für Sie einfach und bequem, eine Unterkunft zu mieten? Absolut, John. Es gibt viele Online-Plattformen, die es einfach machen, Mietobjekte zu finden und zu buchen. Das ist gut zu wissen. Das scheint eine praktikable Option für zukünftige Reisen zu sein. Das ist es auf jeden Fall, John. Es kann auch kostengünstiger sein, besonders für längere Aufenthalte oder wenn Sie in einer Gruppe reisen. Hatten Sie irgendwelche Herausforderungen oder Nachteile mit der Mietunterkunft? Eine Herausforderung bestand darin, sicherzustellen, dass das Mietobjekt meinen Erwartungen entsprach und der angegebenen Beschreibung entsprach. Das ist verständlich. Es ist wichtig, vor der Buchung gründlich zu recherchieren und Bewertungen zu lesen. Genau, John. Es hilft, ein klares Verständnis dafür zu haben, was zu erwarten ist, und Überraschungen zu vermeiden. Ich werde erwägen, für meine nächste Reise eine Unterkunft zu mieten, Anna. Das klingt nach einem klugen Schachzug. Ich freue mich, das zu hören, John. Ich bin sicher, Sie werden die unterschiedlichen Erfahrungen genießen, die es bietet. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast, Anna. Es ist immer hilfreich, verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten zu erkunden. Du bist willkommen, John. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit in Ihrem nächsten Urlaub, egal ob Sie sich für ein Hotel oder eine Mietunterkunft entscheiden. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Ich halte mir alle Optionen offen und treffe die beste Wahl für meine Reisepläne. Lektion 20. Irgendwelche aufregenden Pläne oder Projekte. Anna, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Irgendwelche aufregenden Pläne oder Projekte? Nicht viel, John. Ich habe es wirklich einfach ruhig angehen lassen und einige Auszeiten genossen. Das klingt nett, Anna. Manchmal ist es wichtig, eine Pause einzulegen und neue Energie zu tanken. Absolut, John. Es hilft, eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten und Burnout vorzubeugen. Ich stimme voll und ganz zu. Manchmal kann ein bisschen Entspannung viel bewirken. Definitiv. Es ermöglicht uns, uns zu verjüngen und erfrischt und produktiver zurückzukehren. Apropos, wir sollten das bald nachholen. Es ist eine Weile her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Du hast recht, John. Ich vermisse unsere Gespräche. Lass uns eine Zeit finden, die für uns beide funktioniert. Das klingt nach einem Plan, Anna. Ich melde mich bald bei Ihnen, um einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Das wäre großartig, John. Ich freue mich darauf, von Ihren jüngsten Erfahrungen und Updates zu hören. Ebenso, Anna. Es wird schön sein, zu teilen und wieder Kontakte zu knüpfen. Pass auf dich auf und rede bald mit dir. Du auch,
John. Pass auf dich auf und bleib gesund. Ich freue mich auf unser Gespräch. Lektion 21. Haben Sie Ihre Arbeiten jemals aufgeführt oder ausgestellt? Anna, ich habe einige deiner neuesten Kunstwerke online gesehen. Gute Entscheidungen. Haben Sie Ihre Arbeiten jemals aufgeführt oder ausgestellt? Danke, John. Ja, ich hatte die Gelegenheit, meine Arbeiten in einigen lokalen Galerien auszustellen. Das ist fantastisch, Anna. Deine Arbeiten auszustellen, muss eine lohnende Erfahrung sein. Das ist es auf jeden Fall, John. Es ist eine Gelegenheit, meine Kunst zu präsentieren und Feedback von anderen zu erhalten. Haben Sie Ihre Kunstwerke jemals bei Live-Events oder Shows aufgeführt? Ja, ich habe an einigen Kunstmessen und Live-Malware-Veranstaltungen teilgenommen, bei denen ich Kunst vor Publikum kreiere. Das klingt aufregend, Anna. Die Aufführung Ihrer Kunst muss dem kreativen Prozess eine einzigartige Dynamik verleihen. Absolut, John. Es ermöglicht mir, mit den Zuschauern zu interagieren und die künstlerische Reise in Echtzeit zu teilen. Haben Sie bevorstehende Ausstellungen oder Aufführungen geplant? Im Moment nicht, John. Ich habe mich mehr darauf konzentriert, neue Stücke zu kreieren und verschiedene Techniken zu erforschen. Das klingt nach einem großartigen Ansatz, Anna. Es ist wichtig, Zeit der künstlerischen Erforschung zu widmen. Ich stimme zu, John. Es hält den kreativen Prozess frisch und ermöglicht persönliches Wachstum als Künstler. Ich freue mich darauf, mehr von Ihren Kunstwerken zu sehen und vielleicht eine Ihrer zukünftigen Ausstellungen oder Aufführungen zu besuchen. Danke, John. Ich werde Sie auf jeden Fall über bevorstehende Veranstaltungen oder Shows auf dem Laufenden halten. Das wäre fantastisch, Anna. Machen Sie weiter so und ich werde Ihre künstlerische Reise weiterhin unterstützen. Ich schätze deine Unterstützung, John. Es bedeutet mir sehr viel. Danke. Du bist willkommen, Anna. Es ist mir eine Freude. Erschaffe und inspiriere andere mit deinem Talent. Lektion 22. Wir können uns auf die Planung von Aktivitäten konzentrieren. Anna, wir haben unsere Reisearrangements abgeschlossen. Flüge und Unterkünfte sind sortiert. Jetzt können wir uns auf die Planung von Aktivitäten konzentrieren. Das ist großartig, John. Wenn die Logistik eingerichtet ist, ist es einfacher, unsere Reiseroute zu planen. Genau, Anna. Wir sollten das Beste aus unserer Reise machen und die besten Attraktionen erkunden. Gibt es bestimmte Aktivitäten oder Orte, die Sie besuchen möchten? Ich bin daran interessiert, die lokale Kultur zu erkunden, traditionelle Küche auszuprobieren und historische Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Das klingt fantastisch, John. Wir können Besuche von Museen, lokalen Märkten und Wahrzeichen in unsere Pläne einbeziehen. Ich habe auch von einigen schönen Wanderwegen und malerischen Orten in der Nähe gehört. Es wäre toll, etwas Zeit in der Natur zu verbringen. Absolut, John. Das Hinzufügen von Outdoor-Aktivitäten und Naturwanderungen wird unserer Reiseroute einen schönen Ausgleich verleihen. Haben Sie Empfehlungen für Orte oder Aktivitäten in der Region, die Sie unbedingt besuchen müssen? Ich schlage vor, im örtlichen Touristeninformationszentrum nach Empfehlungen zu suchen, die auf unsere Interessen zugeschnitten sind. Sie werden die besten Vorschläge haben. Das ist eine gute Idee, Anna. Sie werden aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Attraktionen haben. Wir sollten auch flexibel mit unseren Plänen sein und etwas Raum für spontane Entdeckungen und lokale Empfehlungen lassen. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Es ist immer aufregend, auf versteckte Juwelen und unerwartete Erlebnisse zu stoßen.
Achten wir darauf, dass wir etwas Freizeit für ungeplante Abenteuer in unseren Zeitplan einplanen. Absolut, Anna. Auf diese Weise können wir mit dem Strom schwimmen und den Geist unserer Reise voll und ganz genießen. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam unvergessliche Erinnerungen zu entdecken und zu schaffen, John. Ich auch, Anna. Es wird eine unglaubliche Reise voller neuer Erfahrungen und gemeinsamer Abenteuer sein. Machen wir das Beste draus, John. Ich kann es kaum erwarten, dieses Reiseabenteuer mit dir zu beginnen. Ebenso, Anna. Es wird eine unglaubliche Reise werden. Machen Sie sich bereit für einige unvergessliche Momente. Lektion 23. Mir wurde klar, dass ich neue Klamotten brauche. Anna, mir wurde klar, dass ich neue Klamotten brauche. Lass uns einkaufen gehen. Klar, John. Nach welcher Art von Kleidung suchst du? Ich brauche lässige und bequeme Outfits für den Alltag. Großartig. Haben Sie bestimmte Farben oder Stile im Sinn? Ich bevorzuge neutrale Farben wie Schwarz, Grau und Marineblau. Was die Stile angeht, mag ich eine Mischung aus Klassik und Moderne. Das ist ein guter Ausgangspunkt, John. Wir können nach vielseitigen Stücken suchen, die sich leicht mischen und kombinieren lassen. Absolut, Anna. Ich möchte eine Garderobe bauen, die sowohl stilvoll als auch funktionell ist. Wir können damit beginnen, einige beliebte Bekleidungsgeschäfte in der Gegend zu besuchen. Klingt nach einem Plan, Anna. Ich bin offen dafür, verschiedene Geschäfte zu erkunden und verschiedene Stile auszuprobieren. Es ist immer eine gute Idee, Kleidung anzuprobieren, bevor Sie einen Kauf tätigen. Es hilft, eine richtige Passform zu Ich stimme zu, gewährleisten. Anna. Die Passform ist sowohl für den Komfort als auch für den Stil wichtig. Wir können auch nach laufenden Verkäufen oder Rabatten Ausschau halten, um das Beste aus unserem Einkaufsbummel herauszuholen. Das ist ein kluger Ansatz, Anna. Das wird uns helfen, das Beste aus unserem Budget herauszuholen. Vergessen Sie nicht, auch das Wetter und die Saison allen Kleidungsoptionen zu berücksichtigen. Du hast recht, Anna. Es ist wichtig, Kleidung auszuwählen, die für die aktuelle Jahreszeit geeignet ist. Lassen Sie uns eine Liste der wichtigsten Artikel erstellen, die Sie benötigen, und diese während unseres Einkaufsbummels priorisieren. Das ist eine gute Idee, Anna. Das hilft uns, konzentriert und organisiert zu bleiben. Ich freue mich darauf, dir dabei zu helfen, tolle neue Ergänzungen für deine Garderobe zu finden, John. Danke, Anna. Ihre Unterstützung und Ihr Sinn für Mode werden sehr geschätzt. Es ist mir ein Vergnügen, John. Machen wir diesen Einkaufsbummel zu einem unterhaltsamen und erfolgreichen. Absolut, Anna. Ich freue mich darauf, meine Garderobe mit deiner Hilfe neu zu gestalten. Lass uns anfangen. Lektion 24. Ich habe gerade einen neuen Job angefangen und brauche professionelle Kleidung. Anna, ich habe aufregende Neuigkeiten. Ich habe gerade einen neuen Job angefangen und brauche professionelle Kleidung. Herzlichen Glückwunsch, John. Das sind großartige Neuigkeiten. Sich professionell zu kleiden ist wichtig, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Danke, Anna. Ich möchte sicher gehen, dass ich die richtige Kleidung für den Arbeitsplatz habe. Definitiv. Haben Sie überprüft, ob es eine Kleiderordnung oder spezielle Anforderungen gibt? Ja, das Unternehmen hat eine Business-Casual-Kleiderordnung erwähnt. Also brauche ich eine Mischung aus formellen und halbformellen Outfits. Das ist ein guter Ausgangspunkt, John. Wir können nach Stücken suchen, die vielseitig sind und in verschiedenen Kombinationen getragen werden können. Ich stimme zu, Anna. Ich möchte ein paar wichtige Teile haben, die ich kombinieren kann, um verschiedene Outfits zu kreieren. Wie wäre es, wenn wir zunächst nach ein paar gut sitzenden Hemden und ein paar Hosen suchen?
Das klingt nach einem Plan, Anna. Ich kann die Hemden mit verschiedenen Krawatten tragen oder sie mit Pullovern oder Blasern kombinieren. Perfekt. Wir können auch nach einem bequemen Paar Schuhen suchen, die für den Arbeitsplatz geeignet sind. Ja, ein gutes Paar Schuhe ist unverzichtbar für einen professionellen Look und dafür, dass Sie sich den ganzen Tag über wohlfühlen. Vergessen Sie nicht, Accessoires wie Gürtel und eine klassische Armbanduhr in Betracht zu ziehen, um das professionelle Ensemble zu Du vervollständigen. hast recht, Anna. Diese kleinen Details können einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, das Gesamtbild zu vervollständigen. Halten wir auch Ausschau nach laufenden Verkäufen oder Rabatten, um das Beste aus unserem Einkaufsbummel herauszuholen. Das ist eine kluge Idee, Anna. Das wird mir helfen, eine professionelle Garderobe aufzubauen, ohne das Budget zu sprengen. Ich freue mich, Ihnen bei der Suche nach der perfekten Berufskleidung zu helfen, John. Sie werden in Ihrem neuen Job scharf und selbstbewusst aussehen. Danke, Anna. Ihre Beratung und Ihr Modewissen werden sehr geschätzt. Es ist mir ein Vergnügen, John. Machen wir diesen Einkaufsbummel zu einem erfolgreichen. Auf deinen neuen Job und eine stylische Garderobe. Prost darauf, Anna. Ich bin dankbar, Sie als meinen Einkaufspartner zu haben. Lassen Sie uns das verwirklichen. Lektion 25. Ich habe über unseren nächsten Urlaub nachgedacht. Anna, ich habe über unseren nächsten Urlaub nachgedacht. Thailand ist bekannt für seine schönen Strände, während Japan für seine reiche Geschichte berühmt ist. Beide Ziele klingen fantastisch, John. Wir haben die Wahl, ob wir an atemberaubenden Stränden entspannen oder in eine faszinierende Kultur eintauchen möchten. Das stimmt, Anna. Thailand bietet atemberaubende Küstenlandschaften und die Möglichkeit, am Meer zu entspannen. Stellen Sie sich vor, Sie schlendern an weißen Sandstränden entlang und genießen kristallklares Wasser. Es wäre ein perfekter tropischer Kurzurlaub. Und Japan mit seinen alten Tempeln, seiner traditionellen Architektur und seinen tiefen historischen Wurzeln würde ein einzigartiges kulturelles Erlebnis bieten. Ja, John. Historische Stätten wie die Tempel von Kyoto oder die alten Burgen Tokios zu erkunden, wäre ein bereicherndes Abenteuer. Wir hätten die Möglichkeit, traditionelle Teezeremonien mitzuerleben, wunderschöne Gärten zu besuchen und sogar das pulsierende Nachtleben zu erleben. Absolut, John. Japans Mischung aus Tradition und Moderne ist wirklich faszinierend. Auf der anderen Seite konnten wir in Thailand Inselhüpfen, in klarem Wasser schnorcheln und köstliche thailändische Küche genießen. Es wäre unglaublich, lokale Köstlichkeiten wie Pad Thai zu probieren oder sich eine entspannende Thai-Massage zu gönnen. Es ist eine schwierige Entscheidung, Anna. Beide Destinationen bieten unglaubliche Erlebnisse und Erinnerungen. Vielleicht können wir die Jahreszeit, unsere persönlichen Vorlieben und die Aktivitäten berücksichtigen, auf die wir uns am meisten freuen. Das ist ein guter Ansatz, Anna. Wir sollten uns überlegen, was uns am meisten gefällt und was unseren Interessen entspricht. Welches Reiseziel wir auch wählen, ich bin mir sicher, dass wir zusammen ein unvergessliches Erlebnis haben werden, John. Ich stimme zu, Anna. Das Wichtigste ist, Zeit miteinander zu verbringen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Nehmen wir uns etwas Zeit, um weiter zu recherchieren und zu diskutieren. Wir werden eine fundierte Entscheidung treffen und einen unglaublichen Urlaub planen. Klingt nach einem Plan, Anna. Ich freue mich darauf, diese Optionen zu erkunden und mit Ihnen ein unvergessliches Abenteuer zu planen. Ich auch, John. Lass uns diese Entscheidung treffen und anfangen, die Tage bis zu unserer nächsten fantastischen Reise herunterzuzählen. Lektion 26. Hast du ein Bild gemalt? Anna, hast du ein Bild gemalt?
Ich habe gehört, dass du deine kreative Seite erforscht hast. Nein, John, ich habe kein Bild gemalt. Ich bin nicht wirklich künstlerisch. Das ist in Ordnung, Anna. Es gibt viele andere Möglichkeiten, Kreativität auszudrücken. Hast du andere künstlerische Aktivitäten ausprobiert? Nun, ich schreibe und fotografiere gerne. Sie ermöglichen es mir, mich auf unterschiedliche Weise auszudrücken. Das ist wunderbar, Anna. Schreiben und Fotografieren sind großartige Möglichkeiten für Kreativität und Selbstentfaltung. Ich finde, dass Schreiben eine therapeutische Möglichkeit ist, meine Gedanken und Gefühle zu teilen. Es ist erstaunlich, wie Worte ein Bild im Kopf des Lesers malen können. Ihre Schreibfähigkeiten müssen beeindruckend sein. Danke, John. Ich versuche mein Bestes, um meine Gedanken und Gefühle durch Worte zu vermitteln. Und die Fotografie fängt Momente ein und erzählt Geschichten durch Bilder. Es ist ein mächtiges Medium. Definitiv, John. Ich genieße es, wunderschöne Landschaften und ehrliche Momente mit meiner Kamera festzuhalten. Das ist fantastisch, Anna. Ihre Fotos müssen Ihre einzigartige Perspektive widerspiegeln. Ich hoffe es, John. Es ist immer lohnend, einen besonderen Moment festzuhalten oder durch ein Foto ein Gefühl hervorzurufen. Auch wenn Malen nicht dein Ding ist, ist es wichtig, verschiedene kreative Wege zu erkunden und herauszufinden, was dir gefällt. Ich stimme zu, John. Jeder hat seine eigene Art, sich künstlerisch auszudrücken. Absolut, Anna. Es geht darum, Freude und Erfüllung im kreativen Prozess zu finden, egal in welchem Medium. Ich freue mich, dass wir die kreativen Bemühungen des anderen schätzen und unterstützen können, John. Ich auch, Anna. Es ist inspirierend zu sehen, wie wir uns auf unterschiedliche Weise ausdrücken können. Lassen Sie uns weiterhin unserer Kreativität freien Lauf lassen und uns dabei gegenseitig ermutigen. Definitiv, Anna. Hier geht es darum, unsere individuellen künstlerischen Reisen anzunehmen und Erfüllung in unseren kreativen Aktivitäten zu finden. Lektion 27. Warst du schon einmal auf den Malediven? Anna, warst du schon einmal auf den Malediven? Ich habe gehört, dass es dort unberührtes Wasser und weiße Sandstrände gibt. Nein, John, ich war noch nicht dort, aber es steht definitiv auf meiner Reiseliste. Ich habe Bilder gesehen und das türkisfarbene Wasser und der puderweiße Sand sehen absolut umwerfend aus. Es klingt wie ein tropisches Paradies, John. Ich kann mir vorstellen, wie entspannend und schön es sein muss. Ja, Anna. Die Malediven sind bekannt für ihre atemberaubende natürliche Schönheit und ihre luxuriösen Resorts. Ich habe gehört, dass die Unterwasserwelt dort auch unglaublich ist, mit lebendigen Korallenriffen und vielfältigen Meereslebewesen. Das stimmt, Anna. Schnorcheln oder Tauchen auf den Malediven wäre ein wahr gewordener Traum für Naturliebhaber. Und stellen Sie sich vor, am Strand zu faulenzen, den weichen Sand zwischen Ihren Zehen zu spüren und die Sonne zu genießen. Es ist ein perfektes Ziel, um sich zu entspannen und die Ruhe der Natur abseits des Trubels zu genießen. Ich kann mir schon vorstellen, ein erfrischendes Getränk zu trinken und dabei die malerische Aussicht zu bewundern. Und gemütliche Spaziergänge entlang der Küste machen und dem sanften Rauschen der Wellen lauschen. Wir sollten auf jeden Fall eines Tages eine Reise dorthin planen, John. Es wäre ein unvergessliches Erlebnis. Ich stimme zu, Anna. Machen wir es uns zum Ziel, die Malediven zu besuchen und Erinnerungen an dieses tropische Paradies zu sammeln. Ich kann es kaum erwarten, dass dieser Tag kommt, John. Es wird ein Traumurlaub für uns beide sein. Absolut, Anna. Auf das zukünftige Abenteuer, die unberührten Gewässer und weißen Sandstrände der Malediven zu erkunden.
Lektion 28. Stressbewältigung kann für viele von uns ein Problem sein. Anna, Stressbewältigung kann für viele von uns ein Problem sein. Was hast du getan, um damit umzugehen? Nun, John, ich habe ein paar verschiedene Dinge ausprobiert. Eine Sache, die mir hilft, ist Achtsamkeit und Meditation zu praktizieren. Das ist großartig, Anna. Sich Zeit zu nehmen, um präsent zu sein und sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren, kann sicherlich Stress reduzieren. Ja, es ermöglicht mir, meinen Geist zu beruhigen und inmitten des Chaos etwas innere Ruhe zu finden. Ich habe Atemübungen ausprobiert, wenn ich mich überfordert fühle. Es hilft mir, mich zu entspannen und wieder Klarheit zu erlangen. Tiefes Atmen ist eine einfache, aber effektive Technik, John. Es ist erstaunlich, wie sich etwas so Grundlegendes positiv auswirken kann. Absolut, Anna. Eine andere Sache, die ich gemacht habe, ist regelmäßig Sport zu treiben, wie Joggen oder Yoga. Bewegung ist eine großartige Möglichkeit, Verspannungen abzubauen und Endorphine, diese Wohlfühlhormone, zu fördern. Das tut es wirklich, Anna. Nach einem guten Training verspüre ich ein Erfolgserlebnis und eine Welle von Positivität. Ich habe mich auch bemüht, Selbstpflege und Entspannung zu priorisieren. Mir Zeit für mich selbst zu nehmen und Dinge zu tun, die mir Spaß machen, hilft mir, neue Energie zu tanken. Das ist wichtig, Anna. Wir müssen auf uns selbst aufpassen, um besser mit Stress umgehen zu können. Definitiv, John. Und mit geliebten Menschen zu sprechen und bei Bedarf Unterstützung zu suchen, war für mich von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, ein Unterstützungssystem zu haben, Anna. Das Teilen unserer Gedanken und Gefühle kann Trost und Perspektive bieten. Genau, John. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir in unseren Kämpfen nicht allein sind. Wir stecken alle zusammen drin, Anna. Es ist ermutigend zu sehen, wie wir Wege finden können, mit Stress umzugehen und auf uns selbst aufzupassen. Absolut, John. Indem wir proaktiv vorgehen und verschiedene Techniken erforschen, können wir effektive Strategien zur Stressbewältigung entwickeln. Lassen Sie uns weiterhin unser Wohlbefinden in den Vordergrund stellen und uns gegenseitig auf dieser Reise unterstützen, Anna. Dem stimme ich nicht mehr zu, John. Hier geht es darum, ein Gleichgewicht zu finden und auf gesunde und nachhaltige Weise mit Stress umzugehen. Lektion 29. Ich kann es kaum erwarten, dass unser Urlaub beginnt. Anna, mit all den Plänen, die wir gemacht haben, kann ich es kaum erwarten, dass unser Urlaub beginnt. Mir geht es genauso, John. Es wird ein aufregender und unvergesslicher Kurzurlaub. Absolut, Anna. Ich freue mich darauf, gemeinsam neue Orte zu erkunden und wundervolle Erinnerungen zu schaffen. Ich auch, John. Ich kann mir schon vorstellen, welche Abenteuer wir erleben werden und welche Erfahrungen wir teilen werden. Es wird eine erfrischende Pause von unserem Alltag sein und eine Gelegenheit sein, neue Energie zu tanken. Und Ich das stimme Beste zu, daran ist, John. dass wir uns während der Sich von gesamten unserem Reise normalen gegenseitig Leben zu begleiten lösen werden. und in eine neue Umgebung einzutauchen, Das macht es noch wird spezieller, belebend sein. John. Dich an meiner Seite zu haben, macht jede Erfahrung bedeutungsvoller. Ebenso, Anna. Wir sind ein großartiges Team und ich bin dankbar, Sie als meinen Reisebegleiter zu haben. Danke, John. Mir geht es genauso. Zusammen werden wir diesen Urlaub wirklich unvergesslich machen. Also lass uns die Tage herunterzählen, Anna, und mach dich bereit für ein unglaubliches Abenteuer. Absolut, John. Die Zeit wird wie im Fluge vergehen und bevor wir es wissen, werden wir unseren lang erwarteten Urlaub antreten. Auf die sich aufbauende Vorfreude und Aufregung, Anna. Unser Urlaub wird fantastisch sein. Dem stimme ich nicht mehr zu, John. Machen wir das Beste daraus und genießen wir jeden Moment.
Lektion 30. Waren die Preise auch angemessen? Anna, du hast erwähnt, dass du vorhin einkaufen gegangen bist. Waren die Preise auch angemessen? Ja, John. Ich war angenehm überrascht von den Preisen. Sie waren ziemlich vernünftig. Das ist gut zu wissen, Anna. Es ist immer schön, wenn wir gute Angebote finden, ohne das Budget zu sprengen. Absolut, John. Es macht das Einkaufserlebnis noch angenehmer, wenn wir das Gefühl haben, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Ich stimme zu, Anna. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Qualität und Erschwinglichkeit zu finden. Und ich muss sagen, die Verkäufe und Rabatte haben definitiv dazu beigetragen, einige tolle Schnäppchen zu machen. Das ist ein Bonus, Anna. Wenn wir Sonderangebote und Rabatte nutzen, können wir zusätzliches Geld sparen. Ich habe darauf geachtet, die Preise zu vergleichen und nach den besten Angeboten zu suchen, bevor ich Einkäufe getätigt habe. Kluger Schachzug, Anna. Es ist immer ratsam, etwas zu recherchieren und nach den besten Preisen zu suchen. Ja, John. Ich wollte sicher gehen, dass ich für die Artikel, die ich kaufen wollte, einen fairen Preis erhalte. Es hört sich an, als ob du erfolgreich warst, Anna. Es ist eine Win-Win-Situation, vernünftige Preise und gute Schnäppchen zu finden. Ich bin froh, dass ich finden konnte, was ich brauchte, ohne zu viel auszugeben, John. Es ist ein befriedigendes Gefühl, Anna. Wir können unsere Einkäufe genießen, weil wir wissen, dass wir kluge Entscheidungen getroffen haben. Definitiv, John. Es geht darum, ein versierter Käufer zu sein und fundierte Entscheidungen zu treffen. Gut gemacht, Anna. Ihr Einkaufsbummel scheint in mehrfacher Hinsicht fruchtbar gewesen zu sein. Danke, John. Ich bin zufrieden damit, wie es ausgegangen ist. Es war ein erfolgreiches und budgetfreundliches Einkaufserlebnis. Das ist fantastisch, Anna. Hier geht es darum, günstige Preise und tolle Angebote zu finden, wann immer wir einkaufen gehen.